Und man sieht von hier aus den Lions Rock. Das ist auch ein Ort, wo ich euch mit hinnehmen werde. Das ist zu krass. Wow, guckt euch das mal an, Alter. Ich hab's geschafft. Wir sind im Candy. Inzwischen hatte ich gute 2/3 der Strecke zurückgelegt und sollte innerhalb der nächsten Stunde in Candy ankommen. Mir ist aufgefallen, dass der Verkehr eines Landes immer sehr gut seine Gesellschaft widerspiegelt. Natürlich wirkt in Sri Lanka alles etwas chaotischer und man musste viel vorausschauender fahren, aber gleichzeitig merkte ich, dass die Leute viel mehr Acht aufeinander gaben. Ich muss euch mal ganz kurz die Aussicht zeigen. Ich will halt keine waghalsigen Manöver noch beim Fahren machen und einhändig fahren und filmen. Ach du Scheiße. Und man sieht von hier aus den Lions Rock. Das ist auch ein Ort, wo ich euch mit hinnehmen werde. Das ist zu krass. Das ist einfach ein riesen Fels im Mittel des Dschungels und keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Und da hat eine alte Zivilisation oder eine alte Kultur oben eine Stätte drauf gebaut. Alter Schwede, guckt euch das an. Brother, which city is this? What's the name of the city? City name? Es machte mir so einen Spaß, durch diesen chaotischen Verkehr zu cruisen. Die Jungs hinten links im Bus pissten sich natürlich extrem weg. Und alleine den Polizist dabei zu beobachten, wie er geschmeidig links am Auto vorbeifuhr und die durchgestrichene Linie überquerte, motivierte mich eigentlich nur noch mehr, rechts an ihm vorbei zu petzen. Noch 3 Kilometer. Wow, guckt euch das mal an, Alter. Das sieht aus wie Österreich. Wow, Alter, wie sich die Natur hier verändert. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin so dermaßen baff, Alter. Wow, meine Augen kriegen nicht genug. Richtiger Augenorgasmus. Excuse me, which direction to Kandy? Which direction to Kandy? To the left? Thank you very much. Ach übrigens, ich fahre schon seit 1,5 Stunden ohne Navi. Ich verlasse mich auf meinen Instinkt. Ich hab's geschafft. Wir sind in Candy. Candy Crusher, Motherfucker. Baxi, altes Haus. Haha. I made it. Kitzbühel. Super Neuschneehammer. Unfassbar. Was eine Tour, Leute. Was eine Fahrt. So, ich suche mir jetzt irgendwo ein richtig nices Café. Am besten mit Aussicht. Mit richtig schönem Talblick. Ins Tal, ne? Was hört man im Tal? Was spricht's man? Was spricht's man im Tal, junger Mann? Ich hab's geschafft.
werde jetzt nicht auf den letzten Metern hier noch einen Unfall bauen. Aber ich muss gleich mal anhalten und mal irgendwie googeln, wo es hier einen nicen Viewpoint gibt. Ich frage einfach irgendjemanden. Irgendjemand, der mir sympathisch ist, frage ich nach dem schönsten Viewpoint. Da habe ich einen gesehen, der war mir sympathisch, aber ich war nicht schnell genug. Ich hatte mich so dermaßen daran gewöhnt, nichts mehr wirklich durchzuplanen, sondern einfach eine grobe Struktur zu haben und den Rest dem Zufall zu überlassen. Und bis jetzt sind dadurch immer die krassesten Sachen zustande gekommen. Ich brauche einen Bruder, einen richtigen Bruder, der so verschmitzt in die Gegend guckt. Ich frage einfach die Jungs. Yo brother, where do I find the nicest, most beautiful viewpoint? Where you would go? A place where you go? You want to go with me? No, where you would go? Where you say Yeah. this is the nicest place to be? Candy viewpoint, nice. It's called Candy Yeah. View. A lot of people? Yeah, yeah. Not a lot. Secret. 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 Today Friday, no crowd. No? Yeah, yeah. How do I get there? You go straight 2 kilometers. After that, Meine Daten sind komplett voll, ich muss ein bisschen was löschen. Aber ich habe es genauso gemacht, wie ich es gesagt habe. Ich habe einfach einen Local gefragt, der mir sympathisch ist. Und jetzt gehen wir zum Viewpoint. Wir sehen uns oben. Leute, ich hab's geschafft. Ich bin im Viewpoint, ich bin in Candy. Unfassbar. I don't need that, got a mean stash. I just changed zip codes for the weekend. I don't need that, got a mean stash. I just changed zip codes for the weekend. I don't need that, got a mean stash. I just changed zip codes for the weekend. I don't need that, got a mean stash. I just changed zip codes for the weekend. I don't need that, got a mean stash. I just changed zip codes for So, ich bin tatsächlich am Aussichtspunkt Candy Viewpoint. Ich habe es geschafft. Ich gehe jetzt erstmal da hinten ins Hotel, was mir empfohlen wurde, Restaurant. Lade meine Akkus, check mal, was ich hier finde, wo ich bleiben kann. Und dann melde ich mich wieder. Ich habe mich wieder mal leiten lassen. Wurde ich zu einem Hotel gebracht, wo ich mir dachte, ja, sieht ja eigentlich ganz schön aus. Komme ich an die Rezeption, rede erstmal irgendwie 10 Minuten lang Englisch. Sagt, boah, Sie sprechen aber fließend Englisch. Sagt er zu mir, ja, ich arbeite auch für den Robinson Club, also in Englisch noch. Und dann sagt er, ich habe in Frankfurt gewohnt, Stresemannallee. Und ich gucke ihn an und sage, das ist nicht Ihr Ernst. Wir haben uns so kaputt gedacht. Er lebt halt, glaube ich, gerade in Marburg oder irgendwo. Wow. Und ich habe jetzt für einen Apfel und ein Ei, hat mir noch einen kleinen Discount gegeben. Für ein Apfel und ein Ei. 30 € zahle ich für dieses Zimmer. Ich meine, es geht günstiger, aber 30 € kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie eine Menge Geld ist. Schönes Bad, Dusche. Ich wollte eigentlich einen Blick auf den See, aber es ist ja klar, dass die teurer sind und es sind noch 2 Zimmer frei gewesen. Und ich habe genau dieses Zimmer hier bekommen. Und sie meinten, ich darf auf gar keinen Fall über Nacht die Tür auflassen, weil sonst kommen Affen hier rein. Ah, und dann haben wir einen Affenzirkus. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich habe direkt einen Blick auf den Tempel. Und die Frage, ob es Zufall überhaupt wirklich gibt, stellte sich mir gar nicht mehr. War doch klar, dass ich genau dieses Zimmer bekomme. Und der Viewpoint, wo ich gerade war, ist im Prinzip da unten um die Ecke. Da habe ich den Dominde kennengelernt und der Dominde hat mich auf dieses Hotel hier verwiesen. Und so kommt eins zum anderen. Ich springe jetzt erstmal unter die Dusche, mach mich frisch und dann gehe ich erstmal ins Restaurant, was Kleines essen. Das WLAN ist hier leider ein bisschen kacke, aber ich wurde aufs Restaurant verwiesen. Ihr Lieben. What a day. Ich weiß nicht, ob ich heute die Kamera nochmal anmache. Ich will auch ein bisschen genießen. Ich bin froh, hier zu sein. Ich bin am Überlegen, ob ich überhaupt hier esse.
Ja, der Bruder von der Rezeption, der aus der Stresemann-Allee, wenn ich den euch zeige, dann sagt er auch, ja, Stresemann-Allee. Richtig sympathisch. Der hat auch gesagt, esst lieber draußen. Das ist alles westliches Essen hier. Wurst. In Spanien gibt es auch Schnitzel. Nee, gibt's aber nicht. Ich vergesse immer die Kommunikation zwischen mir und den Einheimischen zu zeigen. Es ist köstlich. Wow. Irgendwas wollte ich sagen. Ach so, ja, und der hat mir empfohlen, auch ich habe gemeint, ey, ich esse lieber local. Und dann meinte er, ja, hier, du brauchst gar nicht zu essen. Aber es ist halt sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das Restaurant sieht sehr, sehr nice aus. Thank you, sir. Ich habe ihn gerade gefragt, ob ich hier einen Tisch reservieren. What's your name, Mr.? Mios. Mios? Yeah. I'm Bugsy. Nice to meet you. Give me your hand. Don't walk away, Mios. Habt ihr das gesehen? Thank you, Mios. Wollte er schon weglaufen, hat er mich hängen lassen so. Das nächste Mal mache ich die Faust. Ah, die Sonne geht unter. Ich muss unbedingt noch Wäsche waschen, darum muss ich mich kümmern. Ich muss unten meinen Frankfurter Chabo mal fragen, wo ich hier waschen kann. Ich bin auch noch relativ geschafft. Eigentlich müsste ich mal so eine halbe Stunde schlafen. Ah ja, gucken wir mal. Miros zeigt mir jetzt schon den Secret Spot. Geil, Alter. Das ist so krass hier. Das erinnert mich krass an Thailand, wo ich in den Norden gefahren bin. Und auch erstmal weit weg vom Strand, aber es hat mir so gut gefallen. Und hier geht's einfach noch höher. Jungs, Mädels, beautiful. .069 ist im Gebäude, Stresemann-Allee. Unfassbar. Hä? Alles klar? Ich glaube das überhaupt nicht. Hier Das bei der Arbeit. wird unfassbar. Sie wollen was von mir. Ich trinke wenig Wasser. Ich trinke viel Tee. Ja, wenigstens. Ich trinke zu viel Kaffee. Ja, das Ich muss meinen Deutschland bin auch. Kaffeekonsum ein bisschen. Aber hier so. Hast du diese einheimischen Zigaretten probiert? Was, das ist aber Tabak, ne? Es ist ein Tabakblatt. Guck mal, ich sag euch was, ich rauche ja die ganze Zeit Kippen. Und ich habe eigentlich vorgehabt, in Sri Lanka aufzuhören, das ist mein kleines Laster. Ich habe das von den Malediven einfach hier weitergeführt. Aber hier rauchen die diese kleinen, selbstgedrehten Bidis heißen die. Was, 20 Stück? Wie viel? Unter 1 Mark. Wow. Unter 1 Mark. Der Herr redet noch in Mark. Euro. Unter 1 Euro. Die Zeiten sind vorbei. Ich reise sehr viel und in einem Hotel fragen die mich natürlich, was hast du gemacht? Was machst du in Deutschland? Ich bin in der Hotelbranche 46 Jahre. Oh, da kannst du uns ein bisschen helfen? Ein paar Tipps? Dann sage ich ja. Dann sage ich, also ich habe jetzt beim Frühstück hier gesessen und ich sehe, dass eure Servietten und alles so ein bisschen zerfranst und Ja. ein bisschen alt sind. Es wird Zeit. Auch die Matratzen in meinem Zimmer sind. Nach Langsam mal wieder. Irgendwann muss man natürlich mal wieder, ja. Dann sagt sie, nee. Ich habe gesagt, du hast tolle Geschäft, weil ich sehe 75, 78% Belegung. Ja, nee, 80%. Toll. Ich habe gesagt, dann investieren wir. Nee. Was ich heute in der Tasche habe, habe ich. Morgen ist mir egal. Aber er musste doch, um das aufzubauen, auch erstmal investieren. Das Und ist generell die In Sta- gleiche Meinung, überall wo ich war. Instandhaltung ist so ein Problem. Erstmal aufziehen, ja, das merke ich aber auch. Aber da ist, glaube ich, Sri Lanka nicht das einzige Land. Das kenne ich aus Ägypten, das kenne ich aus vielen anderen Ländern. Aber ich muss sagen, Instandhaltung der ist Standard hier ist trotzdem noch, ich weiß nicht, wie es vorher aussieht. Wie lange gibt es denn das Hotel schon? Es gibt seit 2016, aber wir waren nicht nur der Covid, sondern ein Jahr davor und ein Jahr danach auch zu. In der Zeit hätte man ein bisschen Sanierung machen können. Das hat er machen sollen, aber der ist eigentlich Geschäftsführer von einem Eine Baufirma. Eine Baufirma. Er hat sogar noch eine Baufirma. eine Riesenbaufirma. Ich meine, so macht man das. Man gründet eine Baufirma und baut Hotels und. Und er hat sich mehr auf das Straßenbau konzentriert. Ja. Und das ist ein bisschen dann leider. Aber wir sind dabei. Also ich kann nicht meckern. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich für so einen fairen Preis so was Schönes finde. Also der Ausblick ist für mich, das hier ist, was mich glücklich macht. Da drin
Das ist schon wieder so westlich. Natürlich ist es schön. Aber bin ich auch danke für deinen Tipp, dass du gesagt, weißt du, die Leute könnten mich ja auch veräppeln. Nee, ess hier, das Essen ist gut. Ich will ja einheimisch essen. Ich bin ja in Sri Lanka, um die Kultur kennenzulernen. Auch in Colombo, auch nicht. Ich meine, Touristen, klar, die wollen Geschäfte machen und wollen sie ein Souvenir kaufen, okay. Ja, klar. Aber ich gehe vorbei an einen Sari-Laden, das ist, was die Damen anziehen hier. Und sage, so, komm rein, schau mal. Für mich? Ja. Damenkleidung? Für wen denn sonst? Sagt er, ja, aber der Chef, der guckt und ich soll die Leute nerven. Entweder kommen die rein, weil die total genervt sind, oder die gehen einfach weg. Aber ich soll das machen. Nee. Die Mischung macht's. Es ist immer Balance. Es ist immer Balance im Leben. Aufdringlichkeit funktioniert nie. Aber man darf nicht vergessen, die meisten Leute kommen ja hierher, weil ihr eine gewisse Kultur habt und weil es hier warm ist. Das heißt, sie verlassen, wenn ihre Länder ja so schön wären, wo sie so viel Geld verdienen und die Lebensfreude so groß wäre, würden sie ja nicht hierher kommen. Deshalb denke ich mir auch, darf Sri Lanka nicht seine Tradition und seine Kultur verlieren und sich komplett dem Westen anpassen. Aber ne? das sind Grenzen. Ja, klar. Vielen Dank auf jeden Fall für die Information schon mal. Ich bitte. Es ist unfassbar, dass ich hier stehe und mit einem Frankfurter spreche. Mit einer Hesse, gell? Aber wo bist du jetzt hingezogen? Marburg an der Lahn. Marburg ist doch auch nicht so weit weg, ne? Was? Nee, 76 Kilometer. Ja, ich war mal in Marburg durchgefahren, aber ist halt Unistadt, genial. ja, und mehr Grün drumherum, ne? Ja, und Grün und Cafés. Also nicht sehr groß, aber ganz toll. Aber es machst du genau richtig. Sehr viel. Hier zu überwintern, das kann ich komplett nachvollziehen. Gehst du auch manchmal in den Süden runter? Ich habe kein Bild davon, aber Nur in den Parks, in den Safari-Parks, weil ich interessiere mich für in den Tiere. Jale, in den gehe ich als Jale. nächstes, ja. 5-mal gewesen, dieses Mal jetzt. Und 4-mal oben im Norden. Vilpattu. Ich mache mich jetzt fertig und werde runter in die Stadt fahren. Ich muss was essen, ich habe Hunger. Guten Abo, sag ich mal. Käse und Gemüse und Wasser. So lecker. Mega. Das hier konnte mir keiner erklären, was es ist. Auch irgendeine Kokosnussbasis.